Moin zusammen, wie man hier im Norden so schön sagt. Ja, heute besuche ich den Windpark Uetze, östlich von Hannover. Es gibt ja einige YouTuber, die hier regelmäßig unterwegs sind und auch schon einige Videos von dem Park produziert haben. Aber ich dachte, wenn ich schon mal hier in der Region bin, schaue ich mir den Park auch mal persönlich an. Ja, es gibt zwei Teile. Also es gibt den nördlichen Teil, Windpark Uetze Nord, und den südlichen Teil, wo ich jetzt bin, Windpark Uetze Süd. Beides relativ neue Windparks, die im Zuge von Repowerings entstanden sind. Also sehr viele neue Anlagentypen. Ja, hier hat 2019 bis 2021 ein Repowering stattgefunden. Ursprünglich standen hier, ich glaube, 9 S70. Und ja, jetzt stehen hier größtenteils neuere Anlagen. Ich stehe hier unmittelbar vor einer Nordex N117. Insgesamt 8 Mal hier im Park. 3,6 Megawatt. Und 141 Meter Venturturm. Gefällt mir sehr gut. Von der Gondel her jetzt identisch mit der Delta 4000. Nur die Narbe ist ein bisschen anders. Das ist immer noch die Delta 3000 Narbe. Ja, auch hier wieder bei Varé am Werk. Die sind auch echt überall. Die haben auch Freimersheim-Bochenheim projektiert. Ja, aber den Venturturm, den finde ich einfach klasse. Trotz dem Vorfallen Haltern, ja, finde ich einfach mal schön, was anderes zu sehen. Nicht immer nur den rundgelutschten Max-Bögel-Turm. Ich glaube, der 141 Meter Turm war jetzt auch gar nicht betroffen, nur der 164 Meter Turm. Ja, hier drüben sieht man dann die ganzen anderen Nordex-Anlagen im Hintergrund. Und ganz hinten in letzter Reihe stehen 3 mal Enercon E115, 122 Meter Nabenhöhe. Kenne ich so auch noch nicht. Und eine S70 hat man stehen lassen. Die steht jetzt hier hinterm Wald. Die sieht man jetzt leider nicht. Da sieht man sie ein bisschen, aber das ist auch ein geiler Vergleich mit der N117. Ja, und außerdem stehen hier noch Siemens Gamesa 3.2 113. Also ähnlicher Typ wie in Straubenhardt, die ich schon mal gefilmt habe, nur etwas leistungsstärker. Straubenhardt, die haben nur 3 und die haben 3,2. Und Straubenhardt, die sind, glaube ich, ein bisschen höher auch. Die hier haben, meine ich, einen 135 Meter Stahlturm. Hier ist eine und hier drüben stehen auch nochmal 2 Stück. Gefallen mir auch echt gut, die Siemens. Und was bei dem Stahlturm hier geil ist, der hat noch irgendwie so Windabweiser am Turm. Sieht auch cool aus. Ja, alles in allem spannender Windpark. Macht auf jeden Fall Spaß, hier zu erkunden. Drohne ist natürlich auch am Start. Auch ein paar Aufnahmen machen. Ja, dann lasst euch mal überraschen. So, ich stehe jetzt hier unterhalb einer der Siemens-Anlagen. Hat sich leider ziemlich zugezogen. Kann sein, dass es gleich anfängt zu regnen. Ja, die hat einen 135 Meter Stahlturm. So auch noch nicht gesehen. Die in Straubenhardt hatten einen Hybridturm, 141 Meter. Ja, was bei dem Stahlturm cool ist, der hat im oberen Teil solche Windabweiser. Falls es mal zu sehr stürmt, dass der Turm nicht so sehr hin und her wackelt. Finde ich sehr cool.
Das ist noch eine andere. Hier hinten, die hat schon die Nachtbefeuerung an. Scheinbar, weil es gerade so dunkel ist. Ja, was ich bei den Siemens-Anlagen immer komisch finde, ist, da sieht man es, die Rotorblätter sehen aus, als ob die schmutzig wären. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein dunkleres Material. Optisch jetzt nicht so schön, aber... Und jetzt fängt es an zu regnen. Da sieht man noch mal schön bei der Anlage, wie die Rotorblätter sich so schön biegen im Wind. Wind frischt ein bisschen auf. Ja, ich muss mich jetzt mal kurz in Sicherheit bringen, dass ich nicht komplett nass werde. Und ja, ansonsten ist meine Linse auch komplett nass. Also ich harre jetzt mal kurz aus, warte bis es trocken wird und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier vom Rapsfeld nochmal angehalten. Das ist auch echt ein wunderschönes Bild. Das gelbe Rapsfeld, die weißen Windräder und dann der dunkle Himmel hinten dran. Richtig cool. Ja, Wind hat ziemlich aufgefrischt. Ist ein Regentief drüber gezogen, das hat ziemlich viel Wind mitgebracht. Jetzt sieht es auch, die Anlagen laufen schneller als vorher. Ja, hier hat man jetzt nochmal 2 Nordex in einer Reihe und hinten dran dann 2 der 3 E115. Echt geil, die Kontraste mit dem dunklen Himmel. Richtig cool. Da auch nochmal Nordex und Enercon. Ja, und ich stehe hier unter einer der ältesten Anlagen. Die einzige, die das Repowering wahrscheinlich überlebt hat. Die Südwind S70. Die gibt auch ganz schön Gas. Ja, das waren so die Anfänge von Nordex. Beziehungsweise Südwind. Und ja, seitdem hat sich einiges getan. Ich schätze mal, dass die Anlage jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und ja, hinten dran sieht man dann die neue Generation N117. Schon echt krass. Ja, hier hinten wird es zum Glück schon wieder hell. Da hinten sind jetzt die Siemens-Anlagen. Also ist es Besserung in Sicht. Das Regentief scheint jetzt vorübergezogen zu sein. Und da hinten wird es schon wieder hell. Da bin ich froh. Auch hier wieder fleißig die Lerchen am Zwitschern. Hier scheint Spargel drunter zu sein. Schätze ich mal. Ja, und hier sieht man jetzt nochmal schön den nördlichen Teil. Hier sieht man jetzt auch die neuen Nordex N149. Stehen jetzt leider noch alle. Da sind sie. Ich glaube 8 Stück insgesamt. Da werde ich nachher auch mal noch einen Abstecher hinmachen. Ja, spannend hier in Niedersachsen. Hier gibt es einiges zu entdecken und es ist alles so schön flach. Muss ich nicht immer den Berg hochradeln. Das gefällt mir besonders gut hier. Ja, von hier aus sieht man jetzt die E115 sehr schön. 3 Stück sind es insgesamt. Hier stehen 2. Die dritte steht hier drüben. Und die haben einen 122 Meter Hybridturm. Kenne ich so jetzt auch noch nicht. Im Schwarzwald steht ja alles auf 149 Meter. Ja, was ich bei dem Turm etwas ulkig finde, sieht so aus, als ob man den herkömmlichen Turm genommen hätte, der und oben einfach noch was vergessen hätte.
Also der verläuft nicht so ganz konisch, sondern ja, ist bis oben hin fast aus Beton, wie der ganz normale Turm, 135, 149. Und dann hat man ganz oben noch so ein Stahlsegment drauf gesetzt, das sich dann ziemlich stark verjüngt. Optisch jetzt nicht so schön. Ja, zumal der Flansch vom Maschinenhaus halt irgendwie schmäler ist als das höchste Betonturmsegment. Sieht irgendwie komisch aus. Gibt ja mittlerweile auch den 122 Meter HST für die E115 EP3. Den finde ich wesentlich schöner. Der ist richtig schön schlank. Ja, hier auch nochmal eine Nordex N117. Ich muss sagen, die Nordex-Anlagen, die sind echt verdammt laut. Das ist mir in Wieringer Meer schon aufgefallen. Da stehen ja 100 Stück von der N117. Und aber die sind echt ziemlich laut. Also hört sich echt an, als ob da irgendwie irgendwas aneinander schabt. Also die hören sich ja fast so schlimm an wie G-Anlagen. Sehr, sehr laut. Von den 149ern habe ich jetzt noch keine laufen sehen, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wie laut die sind. Aber bei den 117ern ist es mir schon extrem aufgefallen, dass die sehr, sehr laut sind. Machen wir mal schön die anderen Anlagen von hinten. Ja, da ist sogar die Sonne. Cool. Schön. Ist der Regen vorbei. Da hinten stehen auch noch mal jede Menge Anlagen. Da bin ich vorhin mit dem Zug vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, was das für ein Windpark ist. Die Leute, die hier aus der Region sind, wissen das bestimmt besser. Da standen auch Vestas-Anlagen und ja, jede Menge Enercon auch noch. Und Siemens stand auch noch da. Ja, habe ich das Unwetter zum Glück gut überstanden. Packe jetzt auch mal noch die Drohne aus und fliege damit auch mal noch ein bisschen rum. Mache noch ein paar coole Bilder. Weil das mit dem dunklen Himmel, das sieht schon echt verdammt cool aus. Mit den zwei E115 hier. Richtig cool. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter einer Nordex-Anlage. Hier sieht man den Ventoturm nochmal schön. Ich finde den ja richtig cool. Echt schade, dass das Konzept nicht funktioniert hat. Von den statischen Eigenschaften her ist der, glaube ich, nicht so geil. Also nicht so gut wie jetzt der Max-Bögel-Turm mit den einzelnen Betonringen. Bei größeren Anlagen klappt das einfach nicht. Hält er die Last nicht aus. Ja, dieses Geräusch, von dem ich die ganze Zeit dachte, dass es irgendwie vom Getriebe kommt, kommt tatsächlich von den Rotorblättern. Die sind so krass am Zischen. Das ist mir in Wieringer Meer schon aufgefallen, dass die so laut sind, die N117, aber ja, es sind eindeutig die Rotorblätter, die so zischen. Schon verrückt. Eigentlich sollen ja die Zackenbänder genau das irgendwie verhindern, aber hier finde ich sie extrem laut. Ich hätte den so gern mal bei einer Enercon-Anlage gesehen, den Ventoturm. Unten schön grün und dann eine E138 drauf. Das wäre schon echt geil gewesen. Oder wenigstens mal eine E115. Da sieht man jetzt nochmal die E115. Eine, zwei, drei. Und dann nochmal ein schöner Blick auf den gesamten Park. Schon echt ein cooler Park, also kann ich schon verstehen, dass die YouTuber, die hier so regelmäßig sind, den so cool finden. Schon echt ja, eine coole Kombi
an Anlagen. Ja, und die Nordex, ja, muss ich sagen, hat sich echt zu einer meiner Lieblingsanlagen gemausert vom Design her. Also so die Beta-Gamma-Serie fand ich ja echt hässlich, aber jetzt die Delta 3000, 4000 gefallen mir schon echt richtig gut. Ja, zum Abschluss stehe ich jetzt hier nochmal bei der E115. Da ist sie. Hat auch schon das neuere Gondeldesign, also mit dem flachen Hinterteil. Aber ich finde, der Turm sieht echt komisch aus. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Irgendwie sehr unproportional. Weil der Flansch viel schmäler ist als der Betonturm. Und dann dieses kleine Stahlstück. Ja, wahrscheinlich einfach Kostensparmaßnahme, statt halt einen kompletten Turm für die E115 mit 122 Metern zu entwickeln. Haben sie einfach einen anderen genommen und dann halt dieses schmale Stahlstück drauf gesetzt. Ja, hier nochmal alle Anlagen schön von der anderen Seite. Richtig cool. Diese Masse an Anlagen. Eine N117 steht. Die anderen beiden E115 sind dann hier drüben. Schon echt ein geiler Park mit den unterschiedlichen Anlagentypen. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ja, und hier im Hintergrund sieht man jetzt den Windpark Uetze Nord. Da stehen einige, das V126, glaube ich. Und da sieht man jetzt schön die neuen Nordex, die großen. Und die haben einen relativ niedrigen Turm. 8 Stück sind es insgesamt. Ich glaube, die haben nur 105 Meter Nabenhöhe. Also echt richtig geil. Da sieht man es. Sieht richtig geil aus. Da freue ich mich jetzt auch drauf. So, ich habe jetzt hier auf dem Weg zum Bahnhof nochmal angehalten. Hier hat man nämlich nochmal einen richtig tollen Blick auf den ganzen Park. Und die Anlagen werden gerade super schön von der Abendsonne angestrahlt. Ja, die Anlagen haben sich jetzt alle abgestellt, abgesehen von 2 Stück. Die Enercon trudeln so ein bisschen. Die Nordex stehen alle, bis auf diese Anlage hier. Und die kleine S70. Und die Siemens-Anlagen stehen auch alle. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das eine Auflage vom Naturschutz ist. Ich schätze mal, dass die Anlagen jetzt wegen Fledermausschutz stillstehen. Wir haben nämlich über 10 Grad und ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang. Und ja, deshalb sind die Anlagen jetzt stillgelegt oder im Trudelbetrieb, um das Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu verringern. Das ist jetzt die einzige Erklärung, die ich habe. Echt ein richtig schöner Sonnenuntergang. Super schön. Ja, ich werde mich dann an der Stelle verabschieden. Zum Windpark Uetze Nord schaffe ich es heute nicht mehr, da fahre ich dann morgen hin. Ja, ich hoffe, das Video hier vom Windpark Uetze Süd hat euch gefallen. Im Anschluss gibt es nochmal ein Drohnenvideo. Sind auch ganz coole Aufnahmen geworden. Ja, viel Spaß damit und dann sehen wir uns im nächsten Video im Windpark Uetze Nord.
Macht's gut und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video.